Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Noir. Wir waren ja zuletzt hier in der Manny's Bar und haben mit diesem Möchtegern-Schriftsteller geredet. Und er hat uns den Hinweis gegeben, dass die Frau in einem Hotel abgestiegen ist zuletzt. Leider haben wir keine Adresse des Hotels, aber wir haben noch die Bowlingbahn. Denn wir hatten ja diesen Pin gefunden, wo sie ihr Lager aufgeschlagen hatte, bei diesem Händler im Hinterraum. Und wir wollen doch mal sehen, ob man sie hier kennt. Denn einfach so einen Pin mitgehen lassen, das wäre ja nicht so nett. Aber ich glaube schon, dass sie hier öfters mal war, weil das ist unsere einzige Spur. Und wenn wir hier nichts finden, dann sieht's düster aus. Hello, Rusty. Two on your usual lane? I'm Detective Phelps. Homicide. You must be new. What's your shoe size? We're conducting an investigation, ma'am. Do you know the name Evelyn Summers? Sounds like I should. Oh, maybe it could be Jimmy's friend. Jimmy? James Tiernan. He's a pin setter. One day he introduced me to a lady after work. It stuck in my mind because she was much older, too old for him. Where can we find Jimmy, Florence? He'll be hopping around the lanes toward the back. Thanks, ma'am. Let's go get him. Okay, und da rennt er auch schon weg. Ich finde es ja lustig, wie unser Charakter hier so rumschreit, nur weil sie ein bisschen älter ist. Und warum müssen die eigentlich immer wegrennen? Das macht sie ja noch mehr verdächtig. Tiernan! LAPD! Anstatt einfach mal stehen zu bleiben und sagen, ja, ich habe die Frau gesehen. Aber ich war es nicht. There. Und wir klauen uns einfach den nächsten besten Wagen, der hier in der Ecke steht. What are you waiting for? Get after him! Ja, mach ich doch. faster if we weren't carrying the extra weight. These are flashy cars to be parked outside a bowling alley. The lanes attract a fast-living individual with money to burn, Cole. Or a middle-aged individual with the need to feel virile. I'll try to shoot out his tires. Wish me luck. Another runner. Well, at least we've got a suspect. Why do they always run? I'm sure we've got the wrong person in more than one of these homicides, but they always seem to lam it. You know, your theories are not airtight by any means, Phelps. Phelps, you gotta get me closer. Ja. Halt doch mal an. Ey, du fährst gerade gegen ein anderes Auto. Reckless endangerment. That's unless he runs into a wall and saves us all the trouble. Hit him! Clean this asshole off the road. And that is the end of that. It's about fucking time. Man schießt auf die Reifen, ja. Guck mal, wie viel Einschusslöcher der da oben hat in der Scheibe. Das Wunder, dass er noch lebt. Show me your hands. Wieder ein entflohener Verdächtiger. Kommt relativ häufig vor. So, jetzt haben wir hier zwei Wagen zur Auswahl. Ach, wir nutzen mal unseren neuen Dienstwagen. You know the way. You can drive. Und wir fahren zurück zum Zentralrevier. Los, steig ein. Wie hieß er? Finbar? Oder so? So, Zentralrevier. Können wir irgendjemand verhören? Captain is downstairs with Ray Pinker and Carruthers. Mhm. Did your parents ever ask you to run away from home? I'm telling you. Unten. Haben Sie wieder neue Beweise? Wieder ein Brief, wieder ein Gedicht, was wir identifizieren müssen? What's this about, Captain? Ray and Mal have some concerns over the Henry and Muller cases, which I don't want aired outside of this room. The evidence is solid, Captain. I agree, Rusty. It's just that corpses keep piling up. Copycats. I've been banging the same drum. But the notes and the lipstick messages. Evelyn Summers, Cartel Classic Carmine. Each woman, same brand, same color. Teresa Terrelson didn't have a lipstick message. Technically, you're right, Rusty. She didn't have any lipstick.
but she did have a message. We found it beneath her dress, scraped with a sharp stick. What did it say? You sure you want to know? Ray? As far as we can be sure, it said cunt BD. That's one way of looking at it. Looking at what? Cunt is all about access, Phelps. You're married, so yours is mortgaged. Some of us like to pay by installments. This guy doesn't like to pay at all. Why are you so angry, Mal? Because I just had to fire one of my assistants. He was a friend of Jameson's. God knows what he might have been up to. Captain, we have good leads in the Summers case, but it's up to you to decide how we proceed. Keep this under your hat for now. And follow up on Evelyn Summers. I want daily reports. Okay, unser Chef scheint einzusehen. Back to the Summers case. Get an address for McCaffrey. He'll have blown the bar. I'll meet you outside. Dass dann Zusammenhang besteht zwischen den einzelnen Morden. Und wir versuchen jetzt McCaffreys Adresse rauszubekommen. Operator, message for KGPL. Wir sind doch in der Zentrale. Putting you through now. Das ist ja mal selten dämlich. Badge 1247. How could I help, Detective? I need an address for a Grosvenor McCaffrey. Grosvenor McCaffrey. Apartment 6, 126 Yale Street, between Ord and Alpine. Thank you. Aha, jetzt haben wir McCaffreys. McCaffrey war der Möchtegern-Schriftsteller? Dem sie so angehimmelt hat? You drive. I need to go over the case Ich notes. glaub schon. Fine. Where are we headed? Das ist das Ding, wo man zwischen Aufnahmepausen vergisst man immer die Hälfte. Man sollte wirklich nach einem Fall beenden. Morals. Would it bother you to put the wrong person away? Depends On what? on whether anyone except the poor son of a bitch in the Slammer ever found out. Aber wenn die all diese Morde auf einen Menschen zurückzuführen sind, was ist denn dann mit den, sage ich mal, Pseudomördern, die wir schon gefangen haben, die diese Frau getötet haben, wie diesen Obdachlosen oder den, was, der Marine? Nee, der Marine was nicht. Dieser Pädophile? Was hat denn da gerade gepinkt? Achso, die Briefkästen. Habe ich jetzt gewundert. McCaffrey is in apartment 6. Das wussten wir ja schon. Hm. Das ist halt nochmal die Bestätigung. So. Gehen wir doch mal hoch. Apartment 6, einmal nach links. Und wir klopfen ganz freundlich mit der Faust. Doesn't look like anybody's home. Und dann klopfen wir nochmal mit dem Fuß. Schauen wir uns doch mal hier um. In der Küche gibt es nicht. Immer bloß dreckiges Geschirr. Überall dreckiges Geschirr. Was haben wir hier? Ein Buch. This isn't what we're looking for. Aha. Flasche Alkohol? Maybe if... No. Hm. Okay. Was? Die? Achso, das war die Flasche. Ein Hemd. Und was ist das? Die Mordwaffe? Mitten auf dem Boden? Halt. Halt. He said he was at home. He said he didn't know her. And we have the book. Let's see Carruthers argue his way out of this one. Is that you, Aber der Typ, der da gerade weggerannt ist, hat auch in der Bowlingbahn What are gearbeitet. you doing in here? We're from the LAPD, ma'am. Do you know where we might find McCaffrey? I'm his neighbor. Is he in trouble? Look, lady, we need to find him, and in a hurry. Are you going to give me trouble? He has a pigeon coop up on the roof. He spends his mornings up there when he's been drinking. How do we get up there? Down the hall and up the stairs.
Drunk and in command of a carrier. Okay, jetzt muss ich nochmal nachgucken. Wer war denn jetzt Surely we can McCaffrey? Der write about Schriftsteller? that. A citation at least. Ja, genau. Der Schriftsteller. Aber warum ist dann der Schraubenschlüssel aus der Bowlingbahn hier? Hat er zusammengearbeitet mit diesem Kegelaufsteller? Ja, ein Hemd voll Blut. Das verschlechtert seine Lage. Hier haben wir noch etwas. Ist das der Brief? Der andere Teil des Briefes? Von ihr? Ja, dann ist ja der Mörder, dann ist er ja praktisch wirklich der Mörder, wenn er die Beweise hat, wenn er diesen Blutschlüssel hat und dieses blutige Hemd und noch diesen Brief, der fehlt. Trotzdem frage ich mich dann, wie kommt man dann auf diese gesamten Zusammenhänge zwischen den Morden? Dann muss ja der Drahtzieher sie angestiftet haben, in dem Sinne. Halt, da war noch was. Was ist das denn? I doubt it. Ach so, ein Buch. Das will er nicht. Hey, das ist alles sehr, sehr eigenartig. Dann gucken wir doch mal, ob er noch oben bei seinem Tauben ist. That's the cop from the newspapers. Aha, wir sind jetzt schon in dem Newspaper. Kommen wir noch höher? Ach da. Aber nicht, dass der jetzt wieder wegrennen will. Die wollen ja alle irgendwie immer wegrennen. Ihr könnt ja nur noch vom Haus springen. Oh nein! Running on a hangover, McCaffrey? Sit down and we'll talk. Können wir nicht gleich erstmal mit Waffe immer uns den Leuten nähern? Ständig rennen die weg. Und dann einfach ins Bein schießen. Ich sage ja immer wieder ins Bein schießen. Dann können sie auch nicht mehr wegrennen. Müssten es wegkriechen. You a runner, McCaffrey? Stay and fight the good fight. Und wir kommen auch nicht näher. Die sind alle so sportlich. Vielleicht kommt mal Rusty mit seinem Auto, mit unserem Auto und schneidet ihm den Weg ab, weil das bringt irgendwie so nichts. Jetzt kommen noch Passanten. Oh, bleib noch stehen bitte vor mir. Meine Fresse. Ich weiß nicht, ob das geskriptet ist oder Zufall war. Jetzt kommen wir näher. Na los, 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 los. Ah. You're under arrest on suspicion of murdering Evelyn Summers. Genau, nochmal ins Gesicht nach dem Spear-Tackle. Puh. Und jetzt müssen wir wieder zurück ins Zentralrevier. Jetzt müssen wir ihn bloß noch überzeugen, dass er es war. How do you know that McCaffrey didn't do the Dahlia? We have a list of over 200 suspects. His name was never on it. If you think the list is exhaustive, Rusty, who am I to argue? Listen, let's just work the case at hand, shall we? Then we can sit down and put all the puzzle pieces together at a later date. I'll hold you to that. Ja, ja. Also wir haben eigentlich genügend Beweise. Wir haben den Brief, wir haben den Schlüssel, wir haben das Hemd. Theoretisch müssten eigentlich mal die Gerichtsmediziner auch mal die Blutflecken untersuchen. Dann haben wir 1a den Beweis. Leichenblut an seinen Klamotten. Mörder. It's either McCaffrey or Tiernan, sir. I think Jameson is an aberration. All right. I'll deal with that degraded lunatic myself. He's got some fearful retribution coming. Tiernan isn't one, McCaffrey isn't two. I want the confession from one of them. Ja, jetzt haben wir wieder die Wahl. Armer Pin-Aufsteller oder Schriftsteller, Eingebildeter. Natürlich war es McCaffreys Wohnung, aber der Schraubenschlüssel deutet auf Bowlingbahn hin. Das ist jetzt total verzwickt. You ready to answer some questions? You think I have all the answers? People who run from the police usually have something to hide. Touché, detective. Let's see where this takes us.
Das Alibi. Evelyn died sometime around midnight. Remind me, where were you? I was at home, writing. I'm working on a manuscript. Aber die Frau sagte ja, er war nicht da. Aber wir haben nicht den Beweis von der Frau. Oh. Nur ein streitiges Gefühl gekauft. Für einen gekauft. Ist mit Tieren in den Mord nach dem Hotelzimmer gegangen. Wir können es nur anzweifeln, wir haben keinen wirklichen Beweis. You're gonna need to do better if you don't want to swing for this. I was having a political meeting in my apartment. Cheese and crackers for the 5th columnist. Some of these people will corroborate your story. I won't give up names of party members. Good. It's your funeral. Okay, das war falsch. Scheiße, Mann. Aber Tiernan ist halt der andere. Und wenn er sagt, er ist mit ihr ins Hotelzimmer gegangen, was soll ich denn dagegen sagen? Oder hätte ich ihn zuerst verhören müssen? Why did you run, Tiernan? I was the last one to see Evelyn that night. I knew you would think it was me. Can you describe your relationship with Evelyn? I barely knew Evelyn. Das ist doch gelogen. Die sind doch ins Hotelzimmer gegangen. Ist das jetzt der Beweis? Die sind ins Hotelzimmer gegangen? Ja, ich mach mal Lüge, weil anderes fällt mir jetzt gerade nicht ein. Oder ich mach mal Intuition einsetzen. Vielleicht fällt ja Anzweifeln mal weg. Jawohl, dann. Keep lying to me and I'll have you charged and in front of a grand jury before your feet touch the ground. How can you possibly prove Evelyn and I were more than friends? So. McCaffrey gave you up, Tiernan. He says he saw you go into your hotel with Evelyn. I met Evelyn at the public library. We would read for a while and then go for a drink. Last night, we went back to my hotel room and had some more to drink. I must have passed out. I woke up and she was gone. What time was this? Around midnight, maybe later. And there's no one who can confirm this? No, there isn't. I knew you wouldn't believe me. Buch des Opfers gefunden. Alibi für You and Evelyn James were drinking Tiernan. together last night, and she had no other place to stay. I don't know what happened last night. I don't remember. Das ist die Wahrheit? Er guckt so zur Seite. Abfahrt nach einem Streit. Dann mache ich das mal mit dem Schnapskauf. Vielleicht hat sie sich mit ihm gestritten. You're lying, Tiernan. You'd been fighting with her. You fought, and I'm not lying! She got up and left, that was it! Dann machen wir jetzt Schnapskauf. she left, but she came back. She bought you a quart of whiskey to make it up to you. She told the liquor store owner. You're in deep trouble, buddy. She said she loved me. She wanted to care for me. But she would never stop talking about McCaffrey. McCaffrey was a writer, McCaffrey was a hero, McCaffrey cared for the little guy. Did you kill her, Tiernan? I might as well have. I kicked her out. She had nowhere to go. Zugang zur Mordwaffe. Do you own a car, Tiernan? No, I don't. Have access to a lug wrench? No, we use a lot of them to clear jams in the pin setting machines. Dann mach ich jetzt mal wieder Lüge und mach
I want the truth. I think you broke into McCaffrey's apartment and planted a lug wrench there. I didn't do that. And there's no way you can prove any different. Ich mache mal den Radmodonschlüssel. Was anderes fällt mir jetzt nicht ein. As hard as this is for you to contemplate, I really loved Evelyn. She was kind and gentle to me. Verdammt. Buch des Opfers gefunden. Aristotle's Metaphysics, the book that belonged to McCaffrey. McCaffrey saw her looking at her once and laughed in her face. And you're saying Evelyn stole it? She wanted something of his. Ich bin voll durch jetzt. Das Buch. Aber ich sehe keine Lüge in seinen Augen. Jetzt machen wir die Wahrheit. You don't like McCaffrey, do you, Tiernan? He's full of the common man routine, but he props up a bar like the rest of us. Evelyn thought he was going to be a great novelist. And he had nothing but vitriol for her. Evelyn was missing a ring from her right hand. That's strange. She always wore it. A big black circular disc with a white E in the middle. It was made from an old typewriter key, a present from the prop department at her old movie studio. We're going to talk to McCaffrey. You need to think about what you've told us, Tiernan. You're not in the clear. Ich weiß nicht weiter. Telefon? Was machen wir denn jetzt mit dem Telefon? Operator, give me R&I. Get any on the side? Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need the jacket on a Grosvenor McCaffrey. Just a moment, Detective. McCaffrey was formerly under surveillance by the Red Squad. Convictions for petty theft. Dishonorable discharge from the Army during training at Syracuse. Assault on a local woman. Says he almost beat the woman to death. Thanks. Okay, also ist er doch gewalttätig. Aber der andere hätte die Eifersucht als Motiv. Aber kommt mir ehrlicher vor als dieses Möchtegern-Arschloch. Also ich glaube, er ist es, aber ich kann es nicht beweisen. Ich kann nur raten. You were in the war? Yes, I was. Seeing the things that I saw, it changes a man. I came back here determined to change things. All I wanted was a pen and an opportunity to speak out. You told us before that you had only minor run-ins with the police. You didn't mention petty theft. I've never been in trouble for violence. That's the salient point here, isn't it? Wir haben doch aber deine Polizeiakte. You're lying, McCaffrey. You have a history of violence towards women. How do you turn a couple parking tickets and a petty theft misdemeanor into an assault charge? Belügt die Polizei, obwohl sie die Akte über ihn hat? Sehr merkwürdig. We know all about you and your dishonorable discharge. Beating some poor woman near to death in Syracuse. You've never been in combat, McCaffrey. Your whole life is a fraud. She was a goddamn peasant whore! She tried to steal from my wallet. I could have fought for this country. I could have... You beat her because she stole from you. Because she tried to outsmart you. The ignorant audacity of the bitch. What is a man supposed to do? Sit there and take it? How is a man supposed to call himself a man? And Evelyn Summers, a poor, drunken nobody, stole your book. And she got what was coming to her. Aha. Ich glaube, du bist wirklich der Verdächtige. Ich mache jetzt mal Verdächtigen beschuldigen. Weil bei dem anderen kommen wir ja so nicht weiter. Grosvenor McCaffrey, I'm charging you with the murder of Evelyn Summers. She was a sad lady who never hurt anyone except herself. I hope God finds a way to forgive you.
Congratulations, boys, you bagged the fine catch. Another red to boot. Grand. Now, I want you to put this business about a repeat offender out of your mind. This McCaffrey creature shows no remorse, and neither will the grand jury. You would have to walk a long mile to find a better candidate for an unmarked plot in the prison graveyard. Ja, und so schnell kann's gehen. Wir haben wieder einen Schuldigen und schon Serientäter AD. Okay, nicht ganz so gut, nur 3 Sterne, aber immerhin verdienstvoll. Ich kann das nicht aussprechen. Großvenor, die Grovenor oder so, wie die immer sagen. McCaffrey kann mit dem Schreiben seiner Memoiren beginnen, in der Todeszelle. Tja, Fall aufgeklärt. Ich würde sagen, machen wir ein kleines Päuschen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.